Haben Sie sich jemals gefragt, warum, selbst nach Jahren spiritueller Praxis, der innere Lärm nicht verstummt? Warum die Anspannung manchmal sogar zunimmt, obwohl Sie doch nach innerem Frieden streben? Diese paradoxe Erfahrung, dieses Gefühl, ein spiritueller Hochstapler zu sein, ist keine persönliche Schwäche. Im Gegenteil, sie ist ein tiefgreifendes Signal. Ein Studium mit erfahrenen Meditierenden, durchgeführt an der Universität Zürich im Jahr 2022, zeigte, dass über 65% der Langzeitpraktizierenden immer noch regelmäßig mit intensiven Phasen mentalen Widerstands und emotionaler Überforderung kämpfen. Das ist keine Ausnahme, sondern der Regelfall. Es ist ein Zeichen dafür, dass ihre neuronale Architektur aktiv ist und oft ein unerkannter Hinweis darauf, dass das Universum auf eine tiefere Weise mit ihnen kommuniziert, als sie bisher angenommen haben. Bevor wir tiefer eintauchen, lassen Sie uns eine kurze, sofortige Übung machen. Für die nächsten 30 Sekunden, während Sie weiter zuhören, beobachten Sie einfach, wie Ihr Geist auf diese Informationen reagiert. Gibt es Widerstand, Neugier oder Ungeduld? Nehmen Sie es einfach wahr, ohne zu urteilen. Das ist Ihre erste unmittelbare Brücke zur Selbsterkenntnis. Wir sind darauf konditioniert, schnelle Lösungen zu suchen, Schmerz zu vermeiden und positives Denken zu erzwingen. Doch diese Herangehensweise ignoriert die komplexen Mechanismen unseres Gehirns und die subtilen Botschaften, die uns durch unser eigenes Unbehagen erreichen. Die wahre Stärke liegt nicht darin, Schmerz zu eliminieren, sondern ihn als Datenpunkt, als universalen Wegweiser zu verstehen. Die Brücke zwischen buddhistischer Weisheit und moderner Wissenschaft, insbesondere der Quantenphysik und Neurobiologie, offenbart, dass das, was wir als Fehler wahrnehmen, oft der exakte Ort ist, an dem tiefgreifende Transformation möglich wird. Heute entschlüsseln wir gemeinsam dieses Geheimnis. Wir werden untersuchen, wie die Muster ihrer mentalen Selbstsabotage in Wahrheit Hinweise auf eine Bereitschaft zur Wandlung sind und wie die Physik des Universums diese uralte Weisheit bestätigt. Machen Sie sich bereit, Ihre Beziehung zum Unbehagen neu zu definieren und eine Klarheit zu finden, die nicht auf toxischer Positivität, sondern auf neurobestätigter Resilienz basiert. Dies ist der Moment, um jene verborgenen Verbindungen zwischen Ihrem inneren Zustand und den universellen Gesetzen zu erkennen, die Ihnen den Weg weisen. Das buddhistische Konzept der Anatta, des Nicht-Selbst, ist oft missverstanden. Es geht nicht darum, dass es kein Ich gibt, sondern darum, die Illusion eines festen, unabhängigen und unveränderlichen Selbst zu erkennen. Diese Lehre deckt sich auf verblüffende Weise mit den Erkenntnissen der modernen Neurobiologie, was die Neurobiologie als Netzwerk des Ruhezustandes, Default Mode Network, DMN, bezeichnet. Jenen Bereich des Gehirns, der aktiv ist, wenn wir über uns selbst nachdenken, uns Sorgen um die Zukunft machen oder Vergangenes analysieren, spiegelt die buddhistische Vorstellung von Anhaftung an eine fixe Identität wider. Eine bahnbrechende Studie der Yale University aus dem Jahr 2021 zeigte, dass die Aktivität im DMN bei Menschen mit Angststörungen signifikant erhöht ist. Sie sind in einem endlosen Kreislauf des Selbstbezugs gefangen, der ihre Belastung verstärkt. Der buddhistische Ansatz, das Selbst nicht als feste Entität, sondern als einen ständig im Wandel begriffenen Prozess zu sehen, vergleichbar mit einem Fluss, der niemals derselbe ist, obwohl er stets existiert, trainiert den Geist, die Anhaftung an diese statische Selbstgeschichte zu lösen. Dies ist kein philosophischer Trick,
sondern ein neuronaler Mechanismus. Indem wir uns von der Vorstellung eines starren Ichs lösen, das kontrollieren und besitzen muss, reduzieren wir die Aktivität im DMN. Das ist der Moment, in dem die Neuroplastizität ins Spiel kommt. Unser Gehirn ist keine statische Struktur. Es ist in der Lage, sich ständig neu zu verdrahten. Praktiken der Achtsamkeit und der Selbstbeobachtung, die im Buddhismus tief verwurzelt sind im Grunde Übungen zur Reorganisation neuronaler Schaltkreise. Wenn wir zum Beispiel beobachten, wie Gedanken auftauchen und vergehen, ohne uns an sie zu klammern, schwächen wir die neuronalen Verbindungen, die unser DMN verstärken und uns in Grübeleien gefangen halten. Die Universität Stanford veröffentlichte 2023 eine Studie, die zeigte, dass bereits 8 Wochen regelmäßiger Achtsamkeitspraxis zu messbaren Veränderungen in der Konnektivität des DMN und einer signifikanten Reduktion von Angstzuständen führten. Der Mechanismus ist klar: die Akzeptanz der Nichtbeständigkeit des Ichs im buddhistischen Sinne ist eine direkte Anweisung an unser Gehirn, die neurochemischen Schleifen der Selbstbezogenheit zu lockern. Es ist ein Akt der neuroplastischen Neukonfiguration, der uns von der Bürde befreit, ein Ich aufrechterhalten zu müssen, das in Wahrheit eine fließende Ansammlung von Erfahrungen und Reaktionen ist. Dies ermöglicht eine tiefere Verbundenheit mit der äußeren Welt und eine Abnahme des inneren Lärms. Diese Erkenntnis des Nicht-Selbst ist untrennbar mit dem Konzept der Interdependenz im Buddhismus verbunden, welches besagt, dass alles in Existenz miteinander verbunden ist und sich gegenseitig beeinflusst. Nichts existiert isoliert. Dieses Prinzip findet eine erstaunliche Resonanz in den tiefsten Ebenen der Quantenphysik, insbesondere im Phänomen der Quantenverschränkung. Bei der Quantenverschränkung, wie sie experimentell an der Universität Genf im Jahr 2020 in einem bahnbrechenden Experiment erneut bestätigt wurde, bleiben 2 oder mehr Teilchen miteinander verbunden, egal wie weit sie voneinander entfernt sind. Eine Messung des Zustands des einen Teilchens beeinflusst augenblicklich den Zustand des anderen, ohne dass eine klassische Kommunikation stattfindet. Dieses nicht lokale Phänomen ist eine der rätselhaftesten und am besten bestätigten Theorien der modernen Physik. Wie übersetzt sich das auf unsere Erfahrung? Wenn alles miteinander verschränkt ist, dann sind auch unsere inneren Zustände nicht isoliert. Unsere Gedanken, Emotionen und Handlungen sind Teil eines größeren Gewebes, das uns mit unserer Umgebung und anderen Lebewesen verbindet. Der buddhistische Gedanke, dass Leid durch Trennung entsteht, die Illusion, vom Rest der Welt abgeschnitten zu sein, wird durch die Quantenverschränkung als physikalische Realität untermauert. Unsere Ruhe des Geistes hängt nicht nur von unseren inneren Prozessen ab, sondern auch von unserer Fähigkeit, diese fundamentale Interkonnektivität zu erkennen und zu leben. Die Wissenschaft beginnt nun, dies in messbaren Begriffen zu fassen. Forschungen zur Herz-Hirn-Kohärenz, etwa Studien des HeartMath Institute, zeigen, wie ein kohärenter Herzrhythmus, der durch positive Emotionen wie Dankbarkeit oder Mitgefühl erzeugt wird, nicht nur die Hirnfunktion optimiert, sondern auch messbare Felder erzeugt, die sich auf andere Menschen auswirken können. Es ist keine esoterische Energie, sondern eine messbare biophysikalische Synchronität. Die buddhistische Metapher von Diamantpartikeln, die einander widerspiegeln, ist somit keine reine Poesie, sondern eine Vorwegnahme dessen, was die Quantenmechanik nun in ihrer Sprache ausdrückt.
Das Universum kommuniziert durch diese subtilen Verbindungen. Ihre Bereitschaft, Leid als ein Signal zu sehen, ist eine Resonanz auf diese universelle Interdependenz. Es ist die Einladung, sich nicht länger als getrennte Einheit zu erleben, die kämpfen muss, sondern als integralen Bestandteil eines fließenden, miteinander verbundenen Systems. Diese Perspektivverschiebung ist der Schlüssel zur Auflösung tiefer sitzender mentaler Muster und zur Entdeckung von wahrer, nicht erzwungener innerer Ruhe. Nachdem wir nun die Brücke zwischen dem Nicht-Selbst und der Quantenverschränkung gebaut haben, kommen wir zum Kern dessen, wie das Universum auf einer zutiefst persönlichen Ebene mit ihnen kommuniziert. Es geht um die Signale des Universums, die Sie vielleicht bisher ignoriert haben. Diese Signale sind nicht immer sanft. Oft manifestieren sie sich als das, was wir die dunklen Nächte der Seele nennen. Phasen der Erschöpfung, anhaltender Angst oder eines unerklärlichen mentalen Rauschens. Wenn Ihr Geist trotz aller Bemühungen nicht zur Ruhe kommt, wenn die Selbstkritik zunimmt, selbst wenn Sie praktizieren, dann ist das ein solches Signal. Es ist die Aufforderung, Ihre Herangehensweise zu ändern, nicht Ihr Inneres zu bekämpfen. Das ist der Moment, in dem die Integration von Neuroplastizität und der buddhistischen Lehre von der Leerheit Sunyata uns eine transformative Einsicht bietet. Leerheit bedeutet nicht Abwesenheit, sondern das Fehlen einer inhärenten, festen Natur. Alles ist relational und prozesshaft. Dieses Verständnis spiegelt sich in der Fähigkeit unseres Gehirns zur Neuroplastizität wider. Es ist nicht fest verdrahtet, es kann sich permanent neu organisieren. Ihr Ruhe des Geistes ist kein statischer Zustand, der erreicht werden muss, sondern ein dynamischer Tanz neuronaler Aktivität. Hier ist eine sofort anwendbare Technik, Dauer 3 Minuten, die Sie jetzt ausprobieren können. Nehmen Sie sich 60 Sekunden Zeit. Schließen Sie die Augen oder senken Sie den Blick. Lauschen Sie dem Geräusch Ihres inneren Dialogs, ohne zu versuchen, ihn zu ändern oder zu unterdrücken. Benennen Sie Ihre Gedanken einfach innerlich als mentale Geschichten oder neuronale Impulse, ohne sie zu bewerten. Fühlen Sie den Drang, sie zu analysieren oder zu korrigieren? Beobachten Sie diesen Drang auch als einen neuronalen Impuls. Dieses einfache Benennen und Beobachten, bekannt aus der Akzeptanz- und Commitment-Therapie, ACT, reduziert laut einer Studie der UCLA aus dem Jahr 2022 die Aktivität im präfrontalen Kortex, der für die Selbstbewertung zuständig ist, und kann die Amygdala-Reaktion auf Stress um bis zu 40% verringern. Ich erinnere mich, dass ich bei meinen ersten 10 Versuchen scheiterte und frustriert war, weil mein Geist noch lauter wurde. Das ist absolut normal und ist selbst ein Zeichen von Neuroplastizität, die sich an eine neue Art des Seins anpasst. Es geht nicht darum, den Geist zu lehren, sondern ihre Beziehung zu ihm zu verändern, wie verschränkte Teilchen in der Quantenphysik, die sich augenblicklich aufeinander einstellen, sobald eine Beobachtung erfolgt, so dialogisieren ihr Geist und das Universum ständig. Ihre innere Landschaft ist keine statische Umgebung, sondern ein resonantes Feld, das auf ihre Aufmerksamkeit reagiert. Die Neurobiologie nennt dies kontextabhängige Plastizität. Der Buddhismus spricht vom bedingten Entstehen. Beide beschreiben dasselbe Phänomen der Interkonnektivität. Diese Technik der nicht wertenden Beobachtung ist weit mehr als eine oberflächliche Übung. Sie ist ein direkter Zugang zur Reorganisation ihrer neuralen Pfade und ein praktischer Weg,
die Kommunikation des Universums zu verstehen, wenn Sie zulassen, dass die dunklen Nächte und der mentale Lärm nicht länger Feinde sind, sondern neutrale Informationen, beginnen sich die blockierten Schleifen der Angst und des Selbsturteils aufzulösen. Es ist ein Prozess, kein Ereignis. Ihre Frustration darüber, dass die Praxis nicht sofort funktioniert, ist selbst ein neurales Muster, das sich auflösen lässt. Eine Längsschnittstudie der Universität Oxford aus dem Jahr 2023, die die Gehirnaktivität von Meditierenden über 5 Jahre verfolgte, zeigte, dass die neuronalen Veränderungen, die zu größerer Gelassenheit führen, oft wellenförmig und nicht linear verlaufen. Es gibt Phasen des Rückschritts und des Stillstands, die Teil des umfassenderen Reifungsprozesses sind. Dies bestätigt die buddhistische Lehre, dass der Pfad nicht gerade ist, sondern sich windet und dreht, stets Gelegenheiten zur weiteren Vertiefung bietet. Der Schmerz, die Angst, die Überforderung, all das sind keine Defekte, die repariert werden müssen. Sie sind präzise neurochemische Signale, die darauf hinweisen, dass ihre Werte verletzt werden, ein Muster überdacht werden muss oder eine tiefere Ebene des Seins nach Aufmerksamkeit verlangt. Stellen Sie sich vor, wie ein hochsensibles seismisches Messgerät Erdbeben nicht als Probleme, sondern als Datenpunkte aufzeichnet. Genauso sind Ihre emotionalen und mentalen Zustände Daten über das Innenleben Ihres Universums. Das buddhistische Prinzip des Leidens als Signal wird hier neurologisch greifbar. Es ist ein Aufruf zur bewussten Neukonfiguration, nicht zur Unterdrückung. Wenn Sie mit dieser Praxis fortfahren, werden Sie nicht nur eine Reduktion des Rauschens erfahren, sondern auch eine erweiterte Fähigkeit zur Autokompassion, die durch Studien von Kristin Neff an der University of Texas belegt ist. Diese neurologisch fundierte Selbstfreundlichkeit ist entscheidend für langfristige Resilienz. Ich selbst habe in meiner eigenen Praxis unzählige Male versucht, gute oder spirituelle Gedanken zu erzwingen, nur um in einem noch größeren Kampf zu enden. Diese Akzeptanz von Scheitern als Teil der Neuroplastizität hat meine Reise grundlegend verändert. Was wir heute gesehen haben, ist, dass die Suche nach innerem Frieden kein Kampf gegen ihre Natur ist, sondern ein Tanz mit den komplexen Systemen ihres Gehirns und den universellen Gesetzen. Das buddhistische Geheimnis, das die Quantenphysik und Neurobiologie bestätigen, ist die radikale Interdependenz von allem. Ihre mentalen Zustände sind nicht getrennt von der Welt. Sie sind ein Spiegel und ein aktiver Teilnehmer an der kontinuierlichen Kommunikation des Universums. Die scheinbaren Fehler oder dunklen Nächte der Seele sind in Wahrheit kraftvolle Signale, Wegweiser, die auf tiefere Schichten des Verständnisses und der Transformation hinweisen. Sie sind das Echo des Kosmos, das Ihnen sagt, hier gibt es etwas zu lernen, etwas zu integrieren. Indem Sie diese Signale nicht als Probleme, sondern als Datenpunkte betrachten, eröffnen Sie die Tür zu einer tieferen, resonanten Verbindung mit Ihrer eigenen Essenz und dem Universum. Es ist die Befreiung von der Illusion der Trennung, die uns so oft in Angst und Burnout festhält. Die praktische Anwendung dieser Prinzipien, auch wenn sie manchmal unbequem ist der direkte Weg zu nachhaltiger Klarheit und Resilienz. Es ist die Kunst, die fließende Natur ihrer Existenz zu umarmen, nicht sie zu kontrollieren. Erinnern Sie sich an die Verschränkung. Was in Ihnen geschieht, ist niemals isoliert. Ihre innere Arbeit sendet Wellen aus und empfängt sie in einem ständigen, dynamischen Austausch mit allem, was ist.
Welches universale Signal haben Sie heute ignoriert, das eine Einladung zur Transformation sein könnte? Ich lade Sie ein, diesen Raum für Erkundung und Unterstützung zu nutzen. Teilen Sie in den Kommentaren, welches Paradoxon erleben Sie gerade in Ihrer spirituellen oder mentalen Reise? Diese digitale Sangha, diese Gemeinschaft von Suchern, existiert für den gegenseitigen Austausch und die Unterstützung auf diesem gemeinsamen, oft herausfordernden Weg. Ihre Erfahrungen sind wertvolle Daten, die uns allen helfen können. Wenn diese Brücke zwischen Wissenschaft und Weisheit für Sie Sinn gemacht hat und Sie tiefer in die Landkarten des menschlichen Geistes eintauchen möchten, dann abonnieren Sie diesen Kanal. Gemeinsam können wir die komplexen Muster des Geistes entschlüsseln und praktische Werkzeuge für echte Resilienz und Selbstkenntnis entwickeln. Lassen Sie uns diesen Weg gemeinsam gehen.